Das ist das Thema. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Toxische Menschen. Und zwar ist mir neulich doch tatsächlich der Satz untergekommen, die toxische, also das heißt ja nichts anderes als die giftige Person in deinem Leben, die giftigste Person in deinem Leben, bist möglicherweise du selbst. Ich habe für mich gemerkt, dass das für mich persönlich ja nur selten zutrifft und mich gefragt, wie gehe ich überhaupt mit dem Leben um? Gehe ich denn überhaupt toxisch mit dem Leben um? Und ich stelle für mich immer wieder fest, und du siehst es an meinem Lachen, ich kann über unglaublich viele Situationen, die mir so im echten Leben begegnen, lachen. Ich habe natürlich auch Situationen im Leben, die machen mich traurig, unglücklich oder wütend. Aber die allermeisten Situationen, die kehre ich selber in mir im Laufe des drüber Nachdenkens, Bewusstwerdens, wie auch immer man das nennen mag, so weit um, dass sich das so anfühlt, als wäre es eigentlich eine Geschichte, die zum Schmunzeln anregt. Und so muss ich immer wieder feststellen, was auch immer mir passiert. Es sei denn, es ist mal ganz, ganz, ganz tragisch. Dann, wie gesagt, nimmt mich das natürlich auch mit. Aber so die normalen Dinge, die einem nicht den Boden unter den Füßen wegreißen, sondern die einen, wo man sich entscheiden kann, ob man darüber wütend wird oder ob man darüber lieber lächelt, die lächel ich, man könnte jetzt sagen, die lächel ich weg, aber es geht noch weiter. Ich denke dann über die Story nach und muss dann wirklich lachen. Und ich glaube, ich habe diese Charaktereigenschaft, zumindest in meiner Verwandtschaft ist mir diese Charaktereigenschaft einmal wirklich begegnet, und zwar bei meiner Lieblingstante. Die ist leider schon vor fast 10 Jahren verstorben, aber die konnte das auch. Die hat aus nichts eine wunderschöne Geschichte kreiert, die zum Schmunzeln bewegt hat. Ich will mal eins erzählen. Sie war hier bei mir zu Besuch, ist mit dem Fahrrad rumgefahren, war auch schon ein bisschen älter, hatte also schon längst ihre Rente durch, musste sich eigentlich außer um ihren Nacken, sie hatte immer Nackenprobleme, ich weiß heute warum, sie musste sich eigentlich um nichts Sorgen machen, also fuhr sie mit dem Rad ein bisschen spazieren und Stunden später kam sie wieder hierher. Und ich hatte mir mittlerweile Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, so, wo ist die? Hat die sich verfahren? Und dann hat die erzählt, ach Carola, das kannst du dir nicht vorstellen, das war so schön. Und das Schöne war, sie hat keine Geschichte erzählt, wo sie irgendwie im Mittelpunkt stand, sondern sie hat einfach erzählt, ich habe mich da hingesetzt und habe mich darüber gefreut, dass die Kinder mit ihren kleinen kurzen Beinen an ihren kleinen Roller kommen, den Berg rauf und runter fahren und wie die Mütter mit den Kindern umgehen und wie die Kinder fallen und wieder aufstehen. Und darüber hatte sie Freude. Und ich glaube, das ist dieses Gen, das habe ich irgendwie geerbt. Und deshalb möchte ich heute die Botschaft rausgeben, mach dir dein Leben so gesund wie möglich, wenn es um deine Geisteshaltung geht. Also da sind wir eigentlich wieder beim Stichwort Gedankenhygiene. Ich kann mit meinen Gedanken nach der bösen Nadel, nach der pieksenden Nadel im Heuhaufen suchen und wenn ich sie nicht gefunden habe, kann ich mich darüber ärgern. Oder ich kann mich einfach darüber freuen, dass es gar keine gab. Und insofern blicke vielleicht etwas bewusster in die Welt hinaus und erfreue dich an dem, worüber man sich erfreuen kann. Und man kann sich über ein Lächeln, über ein nettes Wort, aber auch eben über die eigenen Gedanken, die man sich zu bestimmten Themen macht, einfach freuen. Und dann kommt man nach Hause zurück und hat das Herz voller Freude. Und vielleicht erzählt man dann jemandem anderen das, was man gerade erlebt hat. Und man merkt, wie der andere
ganz stumpf und ganz teilnahmslos ist. Und dann denkt man im ersten Moment, wieso freut er sich nicht so wie ich? Aber ich denke, es hat was mit der Entscheidung zu tun und mit diesem positiven, wohlwollenden Blick hinaus in die Welt. Und jetzt komme ich zurück zu den toxischen Beziehungen und zu der toxischen Person, die man sein kann. Ich glaube, in den meisten Fällen bin ich absolut weit davon weg, die giftige Person in meinem Leben zu sein, sondern ich bin die vielleicht einmal zu viel lächelt, und es könnte sein, dass draußen mir eine toxische Person gegenübersteht, die dieses Lächeln überhaupt nicht verkraften kann. Aber dann sehe ich zu, dass ich mich schnell aus dem Staub mache, weil das kann manchmal nach hinten losgehen. Aber ansonsten sage ich dir, beobachte dich, beobachte deine Gedanken und schau, wie viel Gift du in deinen Gedanken trägst und ob das Detoxen, also das Entgiften deiner Gedanken, vielleicht zur tagtäglichen Routine werden könnte. Mit diesem Gedanken wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und viel Freude. Alles Liebe. Ciao, ciao.